Auf unserem Weg in Richtung Süden kommen wir in tropisches Klima. Und ehrlich gesagt, wir sind nicht drauf eingestellt. Boah, ist das warm. Das ist ja unglaublich, die Hitze hier. Wir suchen Abkühlung bei den Fischen und vermeiden möglichst irgendwie Hitze in den Van zu bekommen. Aber eine Sache, die wir zurzeit richtig lieben, ist die Außenküche. Dennoch wird somit unser Abstecher ans Meer zwar schön, aber kurz. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Ihr erkennt es vielleicht schon an der Umgebung rundherum. Es sieht sehr anders aus als die letzten Wochen. Wir haben uns eigentlich nur 200, 300 Kilometer verschoben, aber das Klima ist komplett anders. Wir sind nämlich an der Küste von Oaxaca angekommen und wir kämpfen ehrlich gesagt noch mit der Hitze, aber gleichzeitig ist es einfach wunderschön, wieder am Meer zu sein. Und genau da gehen wir jetzt hin. Wir sind hier an einem Strandabschnitt von Puerto Escondido und dieser Ort ist vor allem fürs Surfen bekannt. Gerade hier hinten ist auch ein bekannter Spot, aber die Wellen sind definitiv zu groß für uns. Die sind ja größer als der Mensch, der in der Welle surft, also ja. Nichts für uns. Ist noch nicht. Noch nicht unser Level. Aber ja, es ist trotzdem cool hier zu sein. Es ist auch allgemein ein beliebter Touristenort. Also es gibt hier ganz viele Cafés und ja, es ist einfach schön so mit den Palmen, das tropische Wetter. Es ist, ja, ist schon cool, ja. Aber das Wasser ist auch nicht mal erfrischend. Es ist 30 Grad. Da ist nichts mit Abkühlung. Drum, ich glaube, wir suchen uns dann bald mal auch einen Schattenplatz, gehen vom Strand zwischen die Häuser und schauen uns den Ortskern an. Schon in den Schatten verkrochen. Schon ganz schön warm geworden. Ja. Die Hitze ist abartig. Und es ist gerade mal 9 Uhr morgens. Ja. Eigentlich hätte ich schon Bock ins Wasser zu springen, aber das ist nichts für uns. Nein. Das ist einfach viel zu gefährlich. Vor allem da am Felsen noch. Naja, wir fahren ja mal ein Stückchen weiter und da ist vielleicht besser für uns. Vielleicht, ja. Vielleicht. Aber erst noch hier in den Ortskern? Ja. Ja! Bienvenidos a Oaxaca. Ja, man sieht, wie touristisch hier der Ort ist und abgesehen davon ist es abartig warm. Also wir kommen zurzeit gar nicht klar. Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist es die Art des Reisens, aber irgendwie so mit dem Van in der Hitze, wo sich das so staut, das ist
Wir sind auch gestern Abend angekommen, die Musik war laut, der Van war heiß, es war irgendwie ein bisschen zu viel. Ja, und auch keine Campingplätze hier in der Nähe und Ja. keine Ahnung. Nichts für uns hier. Aber Ja. schön ist es trotzdem. Also ich finde es, wenn man für eine Woche oder 2 kommt, So ein bisschen Urlaub machen, ja, ich glaube, das wäre schon nett hier. ja. Aber sonst mit dem Van, naja. Ja, darum würde ich sagen, gehen wir auch langsam zurück und bewegen uns weiter, denn ja, vielleicht gibt es noch ein bisschen passendere Plätzchen für uns an der Küste. Und Surfspots. Hoffentlich. Da ist eine Spinne im Auto, eine richtig eklige. Ih, die ist so hell. Ah, Weißt du? ich weiß es nicht. Schau mal zwischen deinen Beinen. Nee, sie ist da runter, glaube ich. Mist. Ich muss die jetzt suchen. Ih, die war so richtig hell und die war eklig. Also ich finde ja nicht... Ja, so fast weiß war sie. Ich finde Spinnen ja nicht grundsätzlich eklig, aber... ja, und keine Ahnung, wo sie gelandet ist. Es kann sein, dass sie einfach nur im Auto weiter unten ist. Aber ja, immerhin befinden wir uns jetzt im Endspurt. Es sind noch 5, 6, 7 Kilometer auf dieser tollen Schotterpiste. Dann sollten wir angekommen sein. Und also mir läuft es richtig runter, überall. Ich freue mich, wenn wir angekommen sind. Ich hoffe, dass wir dann sehr bald eine Abkühlung kriegen. Boah, ist das warm. Es ist ja unglaublich, die Hitze hier, aber ja, wir haben es endlich geschafft und sind an unserem Platz angekommen. Und es ist richtig schön hier. Und ich würde sagen, wir kühlen uns das erstes Mal ab. Oh ja. Oh, das hat so gut getan. Oh, das hat's gebraucht. Wie neu. So, jetzt richten wir uns aber erstmal ein und schauen dann weiter. Was für ein Paradies! Was ist das für ein Morgen? Das ist so wunderschön und genau dafür sind wir auch an die Küste von Oaxaca gefahren. Für schöne Strände, gutes Wetter, Wellenrauschen, Natur. Ja, ich glaube, hier mit San Agustin haben wir die richtige Stelle gefunden. Es ist auf jeden Fall viel angenehmer als in Puerto Escondido. Auch mit der kleinen Brise, die geht, sind die Temperaturen so viel erträglicher. Und wir sind hier auch an einer Grenze eines Nationalparks, des Nationalparks Huatulco. Und hier finden sich 50% der Spezies, die man in Mexiko antreffen kann. Das heißt, hier gibt es eine Fülle an Tieren und Pflanzen in und außerhalb vom Wasser. Von dem her, ich glaube, hier gibt es einiges zu sehen und zu entdecken und ich freue mich schon. Und so sieht unser Camp aus.
Hier schöner Ausblick aufs Meer. Ein paar Leute mit den Zelten sind hier. Aber eine Sache, die wir zurzeit richtig lieben, ist die Außenküche. Ja, denn es wird so warm im Van, dass wir das richtig genießen, hier draußen zu kochen. Ja. Und ich habe auch gerade schon frische Brötchen gemacht. Also auch hier kommt man ganz schön ins Schwitzen mit der Zeit, aber es ist besser als im Van. Und ja, ich habe vergessen, sie anzuschneiden, aber ich hoffe, das kommt trotzdem gut. Das wird schon gut sein. Also Frühstück jetzt. Ja, zufrieden? Ja, ich würde gern schauen, ob ich es auseinanderkriege, aber es ist zu heiß. Aber ja, ich glaube, das ist schon ganz gut. Für Hefebrötchen ganz gut. Wir haben Flut und das heißt, wir haben jetzt beste Schnorchelbedingungen hier auf dem Hausriff. Das Land selbst gehört noch nicht zum Nationalpark, aber das Meer schon. Entsprechend viele Fische und Meerestiere soll es hier geben. Das hat man uns zumindest gesagt. Das hat man uns gesagt. Wir gehen das jetzt testen. Und zwar gehen wir entweder hier nach vorne aufs Hausriff oder hier drüben zu dem einen Fels. Wir sind auf jeden Fall ausgestattet. Wir haben noch so eine Tauchboje bekommen, damit man uns gut sieht, wenn die Schiffe vorbeifahren. Ja, freuen uns, bin oder? Gespannt. Endlich. Das Wasser ist ganz schön trüb. Ja, schade. Ja. Und ich habe nicht genug in die Brille reingespuckt. Gehen wir zum anderen Riff? Ja, gehen wir rüber. Also man sieht hier schon wirklich viel besser, aber mir tun langsam ganz schön die Ohren weh. So beim Tauchen kann man ja viel langsamer den Druck ausgleichen, aber hier schaffe ich es nicht so. Ja. Aber hier sind die Schwellen ein bisschen größer. Ja. Ja, hat schon einiges gesehen da. Also, Fisch haben wir gesehen. ja, also, ja, ich hatte ein bisschen höhere Erwartungen, ehrlich gesagt, aber trotzdem war es schön, unter Wasser zu kommen, oder? Ja, eine ganz schöne Strömung ist da. Also ist schon. Ja, muss man schon kämpfen. Aber war nett, war schön, doch. So, jetzt mal mit Süßwasser abspülen. Abgeduscht und ich muss sagen, es hat schon geholfen, um auch runterzukühlen. Also es ist gar nicht mehr so heiß. Aber wie das so ist nach dem Wasser, werde ich immer hungrig. Ja, nicht nur du, sondern auch ich. Ja, Robert hat auch mal Hunger. Gibt's ja sonst fast nie. Ja, drum machen wir uns fertig, wir ziehen uns um
Und dann gibt es endlich was zu essen. Mal sehen, was. Ja. Ich glaube, so viel haben wir gar nicht mehr, oder? Mal schauen. Irgendwas findet man immer. Reis mit Bohnen oder so. Wir haben uns jetzt entschlossen, kurz ins Dorf reinzulaufen. Wenn wir schon hier sind, wollen wir auch einen Blick drauf werfen. Und wir müssen noch was zu essen einkaufen, denn ja, der Kühlschrank... Reis und Bohnen kommen nicht durch. Nee, und der Kühlschrank ist eigentlich auch schon fast leer. Ja. Muchas gracias. Hasta luego. Na, was gab's? Bisschen Früchte, Gemüse, Avocado, Tomaten, Gurke. Und, oh, ich habe vergessen, vielleicht finden wir hier noch Fisch im Dorf. Das wäre natürlich Premium, aber müssen wir schauen, wo wir das finden. Na gut, Fisch gibt's doch keinen. Sie haben uns empfohlen, lieber in der Früh direkt bei den Fischern den frischen Fisch zu kaufen. Gerade haben sie nur gefrorenen, weil der frische schon alles weg ist. Mal sehen, vielleicht gehen wir morgen beim Fischer vorbei. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug, um eine Art Tacos zu improvisieren. Und ich glaube, das machen wir jetzt. Da vorne sind wir eh schon wieder zu Hause, dann geht's ans Kochen. Als wir hier wieder auf den Campingplatz gekommen sind, ist gerade die Sonne untergegangen. Das heißt, jetzt ist die schlimmste Zeit mit den Mücken. Ist auch niemand draußen, auch in den Gemeinschaftsbereichen. Sind alle verkrochen und warten, bis diese Zeit vorüber ist. Wir machen darum auch die Vorbereitung jetzt im Van. Und bis wir das fertig haben, können wir dann auch draußen dann die Sachen anbraten, hoffentlich ohne großen Schaden davon zu tragen. Sagen, was es zu essen gibt? Also das hier ist mexikanischer Grillkäse. Heißt einfach Panela und so heißt, glaube ich, irgendwie 50% der Käsesorten. Also nichts sagend, aber diesen Käse braten wir gerne entweder auf dem Grill oder in der Pfanne. Und das ist einfach so ein Wohlfühlsnack. Und dann gibt es Tacos. Man sieht es wahrscheinlich in meinem Gesicht. Ich bin wieder vollkommen verschwitzt. Also ja, heute ist richtig warm und normalerweise sitzen wir hier alle draußen an dem Tisch und ja, trinken ein Bier, essen zusammen und quatschen über Gott und die Welt. Aber heute haben sich alle nach innen verkrochen, sind alle in den Zelten, denn heute sind die Mücken richtig aggressiv. Also die fressen uns komplett auf und zusätzlich hat noch der liebe Nachbar hier wahrscheinlich seinen Müll angezündet und es stinkt abartig. Also keine Chance, um hier draußen zu sitzen. Die Küche nutzen wir auf jeden Fall, denn sonst würden wir im Van drin sterben von der Hitze. Ja, hatten uns das ein bisschen anders vorgestellt heute Abend, aber ist halt leider so nicht. Man würde ja hoffen, dass der stinkende Rauch die Mücken wenigstens weg Ist aber nicht so. bringt, aber weiß nicht, ja. Und Jessie isst schon. Ich will auch. Ich habe Hunger. Ich finde ja, sowas kann man auch viel besser genießen, wenn man weiß, dass da eine gute Küche für den Abwasch bereitsteht. Also im Van würde ich nicht so viel abwaschen wollen, aber so geht das ganz gut. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder mal so richtig üppig Tacos essen. Gehört doch dazu in Mexiko. Ja. So, aber genau. Essen
essen, weg von den Moskitos und dann geht's ins Bett. Von dem her sehen wir uns dann, wenn es weitergeht. Wir haben uns ein Stück weiter bewegt und wie versprochen melde ich mich auch wieder. Wir sind landeinwärts gefahren, denn ganz ehrlich, wir sind nicht klargekommen mit der Hitze und den Moskitos. Also es war wirklich, es war eine schöne Woche, 10 Tage, irgend sowas war es, aber ja, es war irgendwie nicht so, es hat sich nicht so richtig angefühlt. Und klar, wir machen uns natürlich auch Gedanken, wie das dann sein wird mit Zentralamerika, denn da wird es sicher genauso Luftfeuchtigkeit geben, Moskitos und Hitze, aber ja, wir glauben einfach, bis dahin sind wir irgendwie besser drauf eingestellt oder so und es ist auf jeden Fall machbar und wir freuen uns auch schon drauf. Wir freuen uns auch jetzt weiter zu reisen. Es geht jetzt erstmal ins Inland und dann auf der anderen Seite an die Küste. Jetzt stehen wir hier in diesem wunderschönen See. Hier ist Jimmy, da drin ist auch Roberto, der arbeitet gerade schon an diesem Video. Und wenn ihr uns auf dieser Reise gerne noch unterstützen möchtet, schaut sehr gerne bei uns im Shop vorbei. Wir haben da noch Sticker und Kalender für 2024. Vielleicht ist das auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für eure Lieben oder für euch selbst. Oder wenn ihr eine andere Möglichkeit zur Unterstützung sucht, schaut gerne auch auf unserer Patreon-Seite vorbei. Gerade letzte Woche hatten wir wieder einen Community Call und es ist jedes Mal so schön in dieser wirklich familiären Atmosphäre sich auszutauschen, zu quatschen und ja, wir teilen da natürlich auch verschiedene Status-Updates auf der Patreon-Seite und verschiedene weitere Hintergründe zur Reise. Schaut gerne vorbei, wenn es euch interessiert. Und ja, es ist ganz schön windig, darum beende ich jetzt hier auch das Video. Wir sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder und bis dahin sage ich Hasta luego!